Moin meine Freunde des selbst erzeugten Stroms und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, kann ich mit meinem Indevolt-System eigentlich überschüssigen PV-Strom in den Akku laden? Und das Ganze kann ich ziemlich gut abkürzen und mit einem einfachen Ja bestätigen. Natürlich zeige ich euch jetzt noch einmal, wie das Ganze funktioniert und was wir hier eventuell auch für Einschränkungen haben. Voraussetzung ist erstmal, dass wir ein kompatibles Smart Meter in der Indevolt App hinzugefügt haben. In meinem Fall habe ich hier einen Echo Tracker. Wenn ihr wissen wollt, wie man so ein Smart Meter hinzufügt, dann schaut doch mal gerne in die entsprechende Indevolt Playlist auf meinem Kanal. Dort habe ich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein Smart Meter einbinden. Also Voraussetzung ist gegeben, Smart Meter ist eingerichtet. Beim Einrichten dieses Smart Meters legt ihr fest, mit welcher eurer Indevolt-Einheiten ihr das Ganze koppelt. Und zu dieser Indevolt-Einheit werden wir jetzt einmal gehen. In meinem Fall habe ich das Ganze hier als Cluster betrieben und mein Smart Meter ist mit der Haupteinheit dieses Clusters verbunden. Unten links sehen wir, dass das Smart Meter hier entsprechend mit der Indevolt-Einheit verbunden ist. Und nun müssen wir eigentlich nur noch den richtigen Arbeitsmodus wählen, damit das Indevolt-System sich automatisch mit dem Überschussstrom lädt. Entscheidend dabei ist der entsprechende Arbeitsmodus. Hier wählt ihr auf das Feld, je nachdem, was bei euch gerade vorausgewählt ist. Oft ist es ein vordefinierter Zeitplan. In meinem Fall ist es schon der richtige Self-Consumed-Mode. Und falls nicht ausgewählt, wählt ihr diesen Self-Consumed Prioritized aus. Wir wählen dann einmal Settings und in den Settings wählt ihr dann als Quelle entsprechend ein Smart Meter. Wie ihr seht, ihr habt hier auch noch ganz andere Möglichkeiten. Also ihr könntet auch einen Smart Plug benutzen. Ihr könntet auch sagen Custom, dann könnte man wieder dieses mit dem entsprechenden Zeitplan hervorholen. Wie gesagt, mit dem Smart Meter ist es eigentlich am einfachsten. Das müssen wir nur einmal auswählen. Hier oben sollte dann das bereits gekoppelte Smart Meter auftreten und bei Offset Power haben wir noch die Möglichkeit jetzt zu sagen, ich möchte gerne mehr oder weniger Strom einspeisen als das, was mein Smart Meter liefert. Also beispielsweise, wir nehmen mal ein Gerät von Shelly, was ganz normal über die CT-Klemmen in meinem Sicherungskasten ist. Dann kann das gut sein, dass diese Klemmen ganz kleine Ströme nur sehr ungenau erfassen. Also man hat zum Beispiel einen Netzbezug, der immer irgendwie zwischen 20 und 30 Watt ist, weil der so klein ist, der Stromstärke ist so wenig, dass diese Klemmen das gar nicht mehr richtig erfassen. Um dem entgegenzuwirken, kann man halt diesen Offset-Value stellen. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich stelle hier 30 Watt ein, dann gibt das Indevolt-System immer 30 Watt mehr aus als das, was mein Smart Meter als Wert mir gibt. Man kann das Ganze aber auch andersrum machen, wenn man sagt, okay, damit mein Akku vielleicht möglichst lange hält, möchte ich gerne, dass immer 50 Watt weniger ausgegeben werden, als mein Smart Meter momentan hat. Ja, dann hat man halt einen permanenten Netzbezug, aber natürlich einen deutlich geringeren Netzbezug als den man hätte, wenn man das Balkonkraftwerk gar nicht hätte. Also das Ganze hier ist ein bisschen persönliche Präferenz. In meinem Fall habe ich einen Echo-Tracker, der das direkt von meinem Stromzähler liest, also genauer geht es nicht. Dementsprechend lasse ich die ganzen Werte hier auf 0. Dann speichern wir das Ganze einmal und ein zweites Mal. Und dann wird sich jetzt entsprechender Überschussstrom, der von meiner Hauptsolaranlage ist, in den Indevolt-Akku geladen. Wenn wir jetzt den umgekehrten Fall haben, also es wird gemerkt, meine Solaranlage in der Nacht produziert keinen Strom mehr, dann wird der Strom automatisiert aus dem Indevolt-Akku in euer Hausnetz entladen. Also es ist eine nahtlose Integration zwischen eurem Hauptsystem und dem Indevolt-System. Ich hoffe, das Ganze hat euch geholfen. Fragen dazu gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.